Wir alle altern. Das ist ganz normal. Aber wieso scheinen manche Menschen länger fit zu bleiben, während andere wiederum vermeintlich etwas schneller abbauen? Ich bin Katharina. Ich arbeite am Max-Planck-Institut für Biologie des Alterns, allerdings nicht als Forscherin. Und ich möchte für uns heute genau dieser Frage auf den Grund gehen. Ich habe das Gefühl, man hört eigentlich immer das Gleiche. Gesunde Ernährung, ein bisschen Sport. Aber was passiert da eigentlich in unserem Körper? Man kann sich das so vorstellen. Im Körper gibt es viele kleine Baustellen. Es entstehen Schäden, die repariert werden, Dinge müssen ersetzt und aufgeräumt werden. Also geht in unserem Körper eigentlich die ganze Zeit irgendwas kaputt? So könnte man es sagen, aber solange die Reparatur mithalten kann, bleiben wir gesund. Damit diese Reparatur funktioniert, brauchen unsere Zellen Energie und diese bekommen sie aus den Mitochondrien. Viele von euch haben sie vielleicht schon mal kennengelernt als Kraftwerke unseres Körpers. Aber unsere Mitochondrien sind entscheidend dafür, wie gut unser Körper sich regenerieren kann. Mit dem Alter arbeiten sie oft weniger effizient und produzieren dann auch Schadstoffe, die die Zellen zusätzlich stressen. Heißt das also, unser Körper hat weniger Energie und mehr Stress gleichzeitig? Exakt. Und das macht die Reparatur deutlich schwieriger. Und es gibt in unserem Körper eine Menge zu reparieren, zum Beispiel unsere DNA. Um das besser zu verstehen, sprechen wir mit einem unserer Forscher am Institut. Kommt mit! Unsere DNA wird jeden Tag tausendfach beschädigt. Durch Stoffwechsel, Umwelt, UV-Strahlung. Zum Glück hat der Körper aber Reparatursysteme. Und diese werden allerdings mit dem Alter weniger effizient. Und was ist, wenn das nicht mehr so gut funktioniert? Dann bleiben kleine Fehler in der DNA zurück, wie falsche Baupläne auf einer Baustelle. Und wenn nach diesen fehlerhaften Plänen gearbeitet wird, entstehen Bauteile, die nicht mehr richtig funktionieren. Genau das passiert auch im Körper. Zellen arbeiten nicht mehr korrekt oder verhalten sich sogar falsch. Und mit der Zeit summiert sich das und stört die Funktion ganzer Gewebe und Organe. Das gilt aber nicht nur für die DNA. Damit die Baustellen weiterlaufen, muss unser Körper beschädigte Zellbestandteile regelmäßig reparieren oder entfernen. Ein wichtiger Prozess dafür ist die Autophagie. Das ist im Grunde die Müllabfuhr unserer Zellen. Kaputte Proteine oder Zellteile werden erkannt, zerlegt und recycelt. Unsere Zellen räumen also quasi ihren eigenen Müll auf und das ist extrem wichtig, damit sich die kaputten Bestandteile nicht ansammeln. Mit dem Alter wird dieser Prozess aber oft weniger effizient. Aber selbst wenn diese Systeme funktionieren, gibt es Faktoren, die sie ausbremsen können. Einer der wichtigsten Faktoren dabei sind Entzündungen in unserem Körper. Kurzfristige Entzündungen sind eine normale Reaktion des Immunsystems, zum Beispiel bei Verletzungen oder Infektionen. Das Problem ist, mit dem Alter bleiben solche Prozesse oft dauerhaft aktiv. Es entsteht eine leichte chronische Entzündung im Körper, auch ohne akuten Auslöser. Das kann man sich vorstellen wie ein kleines Feuer, das ständig brennt. Dinge wie Ernährung, Bewegung oder Stress beeinflussen, wie stark dieses Feuer brennt. Und dieses permanente Grundrauschen stört genau die Prozesse, die eigentlich reparieren sollen. Aber was genau passiert denn dann, wenn diese Prozesse nicht mehr richtig funktionieren? Wenn die Reparaturmechanismen aus dem Gleichgewicht geraten, sammeln sich im Körper immer mehr kleine Defekte an. In der DNA, in Proteinen oder in ganzen Zellbestandteilen. Und genau daraus entstehen viele der typischen Alterskrankheiten, wie zum Beispiel Demenz oder Krebs. Okay, aber wenn das alles zusammenhängt, was können wir denn jetzt konkret tun? Viele dieser Prozesse können wir durch unseren eigenen Lebensstil tatsächlich beeinflussen. Was wir essen, beeinflusst direkt, wie stark die Entzündungen in unserem Körper brennen, wie effizient die Mitochondrien arbeiten und wie gut die Zellen Schäden reparieren können. Mediterrane Kost, viel Gemüse, gesunde Fette und wenig stark verarbeitete Lebensmittel unterstützen diese Prozesse. Regelmäßige Bewegung ist wie Training für die Kraftwerke. Sie steigert die Effizienz der Mitochondrien, aktiviert die Autophagie und hält Reparaturmechanismen aktiv. Schon moderate Bewegung wie 20 bis 30 Minuten zügiges Gehen oder Radfahren können hier schon echt viel bewirken. Mentale Gesundheit ist ebenfalls ein Schlüssel. Chronischer Stress erhöht Entzündungen und stört Reparaturmechanismen, während Entspannung, soziale Kontakte und positive Routinen die Balance unterstützen. Rauchen, Alkohol oder chronischer Stress belasten die Mitochondrien, erhöhen Schäden in der DNA und fördern Entzündungen. Jeder Schritt weg von diesen Belastungen hilft dem Körper, länger im Reparaturmodus zu bleiben.
Im Schlaf laufen viele Reparaturprozesse auf Hochtouren. Das Gehirn transportiert in dieser Zeit beschädigte Zellbestandteile ab. Schlechter oder zu kurzer Schlaf bremsen diese Prozesse. Also eigentlich geht es darum, unserem Körper zu helfen, sich selbst zu reparieren. Natürlich könnten wir euch jetzt zu all diesen Themen noch viel mehr erzählen. Schreibt uns doch bitte gerne in die Kommentare, was euch am meisten interessiert.